Wenn du auch nur ansatzweise so sehr auf Teedüfte stehst, wie ich das tue, dann ist dieses Video hier genau das Richtige für dich, weil ich möchte hier ein bisschen über Teedüfte reden, die nicht genug Aufmerksamkeit bekommen. Ich finde, Tee ist eine der schönsten Duftnoten generell und ja, Imagination, ja, Oolong Cha, ja, was auch immer. Wir haben es gehört, ist angekommen, aber es gibt so viel mehr. Hier ist eine tatsächlich kleine Auswahl meiner liebsten Teedüfte. Es sind massig. Also allein in diesem Video hier sind, glaube ich, 13 Düfte genannt. 14 und das sind nicht alle und ich habe mich bewusst gegen ein paar andere Düfte entschieden, die ich zwar auch immer mit Tee verbinde, aber die eher sowas wie 'n Kamillentee sind oder sowas. Die habe ich rausgelassen. Also nur, dass wir uns jetzt hier richtig verstehen. Ich liebe Teedüfte, wirklich dolle. Ich habe wirklich 'nen Problem mit Teedüften, weil Tee gefällt mir dann halt einfach direkt. Hi, ich bin der Richie, ihr seid bei Riot Sense. Wenn euch so Videos gefallen, wo 'n bisschen über Düfte gesprochen wird, über die nicht ganz so viel gesprochen wird auf anderen Kanälen, dann würde es vielleicht Sinn machen, wenn ihr mir hier 'n Abo dalasst. Und wenn euch das Video im späteren Verlauf gefällt, würde ich mich auch unwahrscheinlich freuen, wenn ihr das Ganze mit einem Daumen nach oben bewerten würdet. Hier sind so 'n paar Düfte exemplarisch. Das Ganze ist aufgebaut nach kann man das ganze Jahr tragen, ist eher was für den Sommer, ist eher was für den Winter. Und ja, dann starten wir einfach direkt rein. Der 195 AC von Agato hat eine geile Teenote mit dabei. Und ja, es ist ein fruchtiger, m grüner, frischer Moschus-Feigenduft. Der hat aber durch diese Teenote, die da noch mit drinne ist, noch mal viel mehr Tiefe, viel mehr Ausstrahlung. Da ist auch noch ein bisschen Weihrauch drinne, da ist noch ein bisschen Oud mit drinne. Das Ding ist absolut genial. Hier auch ganz toll mit diesen getöpferten Kappen aus Italien. Das Ganze brandmäßig ist angelehnt, soweit ich das richtig in Erinnerung habe, an Parfümrezepte, die bei pompejanischen Ausgrabungen gefunden wurden. So, und Agato hieß dieser eine Parfümeur. Das ist irgendwie so die Story dahinter. Dieser Duft tatsächlich beschreibt mit dem Namen den Tag, an dem das Frauenwahlrecht in Pompeji eingeführt wurde. Sehr feministischer Duft, sehr besonderer Duft, total geil. Geil im Sommer, geil das ganze Jahr über, weil er halt eben genug Tiefe hat. Der eigentliche Start ist schon sehr, sehr sommerlich, aber der hält auch gut im Winter. Signature-Potenzial, absolut geiles Teil. Ich weiß, ich bin nicht der Einzige, der den glazed und der den total geil findet, aber bin definitiv ein riesengroßer Fan von diesem Duft. Dann ein Duft, der also geht auch das ganze Jahr, zauberhaft, außergewöhnlich, wundervoll, Musk Milano Russian Tea. Dieser Duft, den habe ich noch mal in 'ner anderen Art und Weise später noch mal hier in der Liste, aber der ist dann eher für den Herbst, Winter. Aber dieser Duft mit so 'ner fruchtigen, minzigen Teenote. Du hast das Gefühl, du stehst in so 'nem alten Teeladen, alles aus Holz. Der Mensch hinter der Theke hat so 'ne Lederschürze an, 'ne ganz grobe, alte, verwitterte und irgendwo brennen 'n paar Räucherstäbchen. Das ist so hier der Vibe. Und ich finde ihn einfach unbeschreiblich schön. Durch den Weihrauch, den er noch mit drinne hat und dieses Räucherstäbchen-Aroma, hat der auch 'ne Frische und auch durch die Minze, dass du den wirklich das ganze Jahr übertragen kannst. Und der funktioniert auch im Sommer. So, im Frühling und wann auch immer. Funktioniert einfach immer. Absolut geniales Teil. Mast Milano gibt's hier in diesen 100 Milliliter, gibt's aber auch in 35 Milliliter, glaube ich. Dann ist das hier alles auch wieder 'n bisschen, sagen wir mal, finanziell vertretbarer. Weil die 100 Milliliter, die sind schon wirklich tatsächlich gar nicht mal so günstig. Auch 'nen Duft, ganz neu, der wurde mir jetzt von der Brand zugeschickt, ist quasi eigentlich 'nen Designerduft von Unvein Studios, glaube ich, heißen die, der 001 Taj. So, gelistet sind hier Grünteenoten, metallische Noten und marokkanischer Amber, was auch immer marokkanischer Amber bedeuten soll. Der Duft startet mit so 'ner Grapefruit-Frische, grüner Tee, so leicht grasig und du hast so diesen Twitch irgendwie mit dabei. Also, diese leichte Metallic, dieses leicht scharfe und spitze irgendwie in diesem Duft, der ist schon
echt enorm cool gemacht. Ähm, ist jetzt nicht super out there, aber kannst du voll gut als Daily tragen. Der trocknet dann immer ambrierter runter. Von daher würde ich sagen, der geht auch das ganze Jahr. Haltbarkeit ist krass lang bei dem Teil, aber, Amber Woods wahrscheinlich hinten drin genug drinne, aber nicht so, dass es stört. Also, es ist wirklich 'nen angenehm ambrierter, süßlicher Duft hinten raus. Auch diese metallische Note, die hält sich relativ lang. Ich würde jetzt sagen, der Tee ist nach so 4, 5 Stunden kaum noch wahrnehmbar. Insgesamt dennoch schöner Duft. Also, unbedingt mal testen, wenn es denn da irgendwie die Möglichkeit gibt. Ich weiß, auf der Internetseite von Unveiled kannst du auf jeden Fall 'nen Sample bestellen, weil blind gekauft wird hier nicht, ne? Da sind wir uns einig. Dann ein Duft, der leider noch nicht bei mir eingezogen ist, der steht noch schwer auf meiner Wunschliste, aber der ist einfach unwahrscheinlich schön. Ich habe in 'nem vorherigen Video auf TikTok, glaube ich, irgendwann mal gesagt, das ist absolut nicht meine DNA, dass ich mir diesen Duft niemals kaufen werde, weil ich nicht sehe, dass ich den jemals tragen würde. Ich könnte voll damit leben, wenn meine Bettwäsche und sämtliche Wäsche für immer danach riecht, aber ich selber sehe mich den nicht tragen. So, ich hatte mir dann 'ne 5 Milliliter Abfüllung geholt. Wir reden übrigens über den Hikaye von Katana Parfüms. Kitschige Verpackung, aber ey, es ist, was es ist. Nur um herauszufinden, ich habe mir dann 'ne 5 Milliliter Abfüllung geholt. Ich trage den. Ich finde den so beruhigend, ich finde den so schön. Der hat so was von weißen von so 'nem weißen, fluffigen Bademantel in 'nem High-End-Spa und dir wird dazu so 'n schöner Tee gereicht. So. So riecht dieser Duft. Total schön und wirklich grounding und Spa, so Seelenspa und das, ja, habe ich in letzter Zeit irgendwie häufiger mal gebraucht und von daher, ja, dieser Duft muss unbedingt noch bei mir einziehen. Leute, die Teedüfte mögen, die cozy Düfte mögen, die es auch floral mögen, weil da ist durchaus Tuberose drinne, ohne dass sie bubblegummy wird. Hm, testen, 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 testen. Absolut geiles Teil. Disclaimer: Alles, was ich sage in meinen Videos, ist meine persönliche Meinung. Ich sage nicht, dass mir irgendwas nicht gefällt, weil ich irgendwelche Gefühle verletzen möchte oder Sonstiges, sondern es ist einfach meine ungefilterte Meinung, dass mir irgendetwas nicht gefällt. Ich fände es total super, wenn ich dafür keine Morddrohungen bekommen würde, weil ich vielleicht 'nen Duft nicht mag. Ich versuche meinen Content so positiv wie möglich zu halten. Es gibt so viele tolle Düfte da draußen. Warum sollte ich meine Zeit damit verschwenden, über Sachen zu sprechen, die mir nicht gefallen? Hin und wieder kommt es natürlich mal vor, dass ich vielleicht was erwähne, was mir vielleicht nicht so gut gefällt. Wenn du diesen Duft aber als die Parfümeurskunst-Offenbarung von sonst was siehst, dann freut mich das sehr für dich. Das ist aber das Schöne an dem Hobby. 2 Meinungen können gleichzeitig existieren und sagen nicht, dass der eine falsch liegt und der andere recht hat oder irgendwas, weil Duft ist einfach super subjektiv. Wenn dieser Duft überall in Deutschland erhältlich wäre und nicht nur bei Equation Natural, ich sage euch, dieses Ding würde sowas von geisteskrank durch die Decke gehen, besonders wenn noch 'n paar andere Influencer das Ding irgendwie in die Kamera heben würden. Muscat Jasmine Tea von Strangers. Der hat 'ne nicht unerhebliche fruchtige Süße am Start. So Muscatella-Traube, allgemein ist es schon relativ süß, schon fast so Honigeinschläge, also schon wirklich sehr süß, aber hat so 'ne schöne Teenote mit drinne und auch 'ne Jasminteenote. Boah, also das Ding, grade bei Hitze stelle ich mir den richtig, richtig geil vor. Besonders wenn diese erste schwülstige Süße verschwunden ist. Das ist einfach 'nen Traum. Ist absolut eigentlich nicht meine DNA und doch finde ich diesen Duft absolut genial und freue mich total drauf, den im Sommer tragen zu können. Den habe ich mir auf der Xcence geschossen, da in dem Video. So ein schönes Teil, wirklich. Und so viele Leute, die sich den jetzt schon auf meine Empfehlung geholt haben oder was auch immer und sind halt einfach wirklich alle begeistert. Das hat echt absolut virales Potenzial, ist halt nur Indie aus Thailand. Also von daher wird's vielleicht nicht ganz so viral, aber mit dem Ding, wenn du Komplimente magst und wegen Komplimenten auch Düfte trägst, hast du hiermit schon echt, 'nen Geheimtipp am Start, ne? Wir bleiben mal bei Geheimtipps. Äh, Nibiru Parfüms Agregas Vetiveris. Ich habe hier die erste Version.
Davon gab es ja nur 10 Stück weltweit. Vetiver Citrus Tee. Ich sage immer, das ist das, wie ich damals unbedarft gedacht habe, dass Oolong-Cha riechen müsste, es dann nicht getan hat. Der ist einfach so wunderschön, so zitrisch. Dieses Jahr kommt wahrscheinlich Ende Mai, avisiert Anfang Juni. Mal gucken. Ähm, die zweite Version auf dem Markt, die noch besser sein soll. Also da soll das Vetiver noch mal besser. Ich habe hier nicht alle Düfte aufgelistet, weil ich glaube, es gibt keinen einzigen Nibiru-Duft, der keine Teenote mit in den Noten quasi drinne hat und der nicht irgendwann im Verlauf auch mal so 'n guten Tee-Eindruck hat, ob das jetzt Rooibos, grüner Tee, schwarzer Tee, Oolong, was auch immer ist. Die haben das alle so 'n bisschen mit drinne, aber der Agrias Vetiveris ist, glaube ich, der signifikanteste Teeduft. Wobei der Mandalay auch wunderschöne, ja, ich nenne es mal Rooibos-Tee so in die Richtung geht. Aber der Ruby, der jetzt rauskommen wird, auch wieder, also ja, Nibiru einfach angucken, wirklich, ich meine es ernst. Wer meine Videos jetzt schon ein bisschen länger guckt und Nibiru-Parfüms noch nicht folgt, hast du meine Videos geguckt? Nibiru, großartig, Brand, artisanale Brand aus Deutschland, wunderbare Inhaltsstoffe, super netter Parfümeur dahinter. Einfach, da stimmt das Komplettpaket, Preise sind okay, sind nicht billig, aber sind okay. Geil. Und Agrias Vetiveris 2 wird diesen Sommer, da machst du halt einfach nichts mit falsch, ne? 'N zitrischer Vetiver-Duft mit Tee. Ja, also, wer da nicht sieht, dass das Ding einfach perfekter Match für den Sommer ist, der war hier auch nicht. Der Le Persona LP03. So, die Marke kannte ich auch nicht, auch auf der Exhaust quasi ertauscht, diesen Duft. Der geht so ganz entfernt in die Hikaye-Richtung. Der ist auch eher clean, auch mit so 'ner Feigennote noch mit drinne. Blumig, schöner Tee, sehr, sehr angenehm, nicht aufdringlich, hält okay, überlastet keine Nerven, sorgt nicht dafür, dass irgendwelche Leute dich hassen, weil du mit diesem Duft den Leuten so hart auf den Sack gehst. Sehr dezent, sehr schön, eignet sich daher gut, wirklich hervorragend für den Sommer. Einfach wirklich 'nen schöner Duft. Schöne Teenote mit drinne. Hier ist auch grüner Tee jetzt angeführt. Ich würde den tatsächlich eher eigentlich so in diese Schwarztee-Richtung verordnen, aber dann noch 'nen Duft. Ich als alter Zoologist-Fan kann natürlich hier kein Video machen, ohne 'nen Zoologist-Duft zu nennen. Da kommt der Hund rein und macht Lärm. Bärchen, leg dich hin und sei still. Das ist in diesem Zusammenhang bei mir jetzt halt der Koala, zumindest in meiner Sammlung. Der ist frisch, der eignet sich fantastisch für den Sommer. Ist einfach mit so 'ner Eukalyptusnote und aber auch so 'nem Honig mit dem Eukalyptus mit dabei. Hat dazu halt diesen Tee-Vibe dabei. Ich würde mal sagen, es ist so 'n kreativerer Imagination. So in die Richtung würde ich den irgendwie verordnen. Und nein, er riecht nicht wie der Imagination, aber damit du so 'ne grobe Vorstellung hast, wenn du den Imagination kennst, das ist quasi der Zoologist Imagination. Wir wandern dann jetzt mal in die Herbst-Winter-Kategorie, weil, da bietet sich so 'nen Teeduft natürlich auch immer schön an. Grade so 'n Schwarztee, das passt einfach perfekt. Und Tee gibt es nicht nur in super angenehm, sondern Tee gibt's auch in geräuchert. Und wenn's ein Dufthaus gibt, das für geräucherte oder generell rauchige Düfte steht, dann ist es der Beaufort London Vietnamese. Ist 'nen Duft, da musst du 'n bisschen Erfahrung haben, da musst du wissen, wie du am Rauch vorbei riechen kannst, damit du die Schönheit dieses Duftes tatsächlich gänzlich ergründen kannst, sagen wir's mal so. Der ist nämlich krass rauchig. Also, du hast so 'n bisschen das Gefühl, so Tannennadelrauch wird dir in die Augen gepustet und es brennt schon fast 'n bisschen. Aber wenn du da irgendwie drüber hinweg bist und da dran vorbei riechen kannst, dann ist dieser Duft einfach wunderbar komplex, so schön holzig und besonders und aromatisch und würzig und hat auch wirklich 'ne richtig, richtig geile Teenote mit dabei. Ist allein schon aber wegen der Rauchigkeit natürlich jetzt nichts, was man unbedingt im Sommer tragen könnte oder würde. Absolute Empfehlung generell, Beaufort sich mal anzugucken, aber das Ding hier, also
absolut genial. Wir hüpfen einfach direkt zu der Abwandlung des normalen Russian Tea und das ist der Russian Tea Oud. Der Russian Tea Oud ist genauso wie der normale Russian Tea von Julien Raskinet gemacht. Keine Ahnung, ob ich den Namen richtig ausgesprochen habe. Es tut mir leid, ich kann echt kein Französisch. Das ist Russian Tea mit Oud. So, was das bedeutet. Hier das Oud ist wahrscheinlich für absolute Oud-Neulinge herausfordernd, aber eigentlich gar nicht mal so stinkig oder herausfordernd. Aber das Ding hat irgendwie eine andere Wärme, das hat eine andere Tiefe, das hat eine andere Cremigkeit. Daher ist dieser Duft meines Erachtens eher für die kältere Jahreszeit und der normale Russian Tea geht das ganze Jahr und glänzt vor allen Dingen im Kontrast, wenn man vor allen Dingen beide hat, halt eher so Frühling, Sommer. Der ist absolut geil. Der ist absolut überteuert. Der kostet 650 € die 100 ml UVP. Das habe ich bei weitem nicht bezahlt, weil das hätte ich für den Duft nicht ausgegeben, egal wie schön ich ihn finde. Das ist ein bisschen gottlos. Also, ich kann es wirklich nicht, also ich kann das nicht schön reden. Der Preis ist absolut überzogen. Ja, aber es ist ein schöner Duft. Also, wenn ihr den irgendwie günstig irgendwo schießen könnt und ihr den normalen Russian Tea mögt, ja, geil. Ich mag Weihrauch mit Tee. Und da gibt's hier von Le Feu de Parfum den Nemea. Den habe ich jetzt auch schon ein paar Mal erwähnt in Videos. Den habe ich letztes Jahr auf der Aix-en-Provence gesehen und mich schockverliebt. Der ist einfach wirklich, wirklich toll. Du musst halt Weihrauch mögen und du musst anfangs mit so einer fruchtigen Süße klarkommen, aber ansonsten ist dieser Duft einfach der absolute Oberwahnsinn. Hammer. Hast du nicht gesehen. Das Teil so gut, einfach unverschämt gut schon fast. Auch unverschämt teuer wieder. Also, das ist so ein Thema, was sich hier leider durchzieht. Ist nicht günstig. Muss es halt aber auch nicht sein. Also, wenn du meine Videos guckst, weil du dir günstige Düfte erhoffst und das Video nicht unbedingt gerade startet mit Nischendüfte unter 100 € oder unter 150 €, ja, da bist du halt hier auch echt ganz falsch auf dem Kanal. Also, es tut mir jetzt wirklich leid, aber ja, ich habe leider komplett den Bezug zur Realität verloren. Viel Spaß im Rabbit Hole. So, geiler Duft. Ich liebe den sehr, sehr besonders. Die Davana tatsächlich in dem Duft ist für mich okay. Ich habe sonst oft ein Problem mit Davana, hier nicht. Und das will viel heißen. So, mehr sage ich dazu mal nicht. Ähm, und dann als letzten Duft, nee, gar nicht, als vorletzten Duft, den Indigo Smoke von Arquiste. Arquiste ist eine Marke, die man in Deutschland auch leider nur relativ schwer bekommt. Ich beschreibe diesen Duft immer so ein bisschen, dass der fast schon sowas hat von so einer alten Seife bei Oma oder so in den 90ern, diese in den schönen Papieren eingewickelte. Und das ist halt einfach Weihrauch und Tee, aber so ganz hochwertiger Tee. Also, es riecht dieser rauchige Tee mit dem Weihrauch mit dabei, einfach so schön. Ich habe halt, wie gesagt, echt so eine seifige Assoziation dazu, wenn du Tee magst und Weihrauch magst und sowas, so irgendwie so ein Vintage-Feel dabei. Sieh zu, wie du an 'ne Probe kommst. Also, bei Fiole UK kannst du aus den UK so ein Sample-Kit bestellen oder auch generell eine Abfüllung davon, wenn du anderweitig nicht drankommst. Aber das Teil ist wirklich, also, lieb's absolut. Und dann noch 'nen Duft, der jetzt nicht mehr in meiner Sammlung ist, ähm, der aber wirklich gut ist. So, warum ist er nicht mehr in meiner Sammlung? Weil er nach mehrfachem Tragen auf meiner Haut ist die Milch mir zu sehr durchgekommen und ich habe wirklich 'nen Problem mit Milch. Und das ist der Chai von Baruti. Natürlich ist 'nen Chai, also, wenn wir besonders an diesen von uns westlichen Menschen betitelten Chai Latte denken, dann hat der halt nun mal Milch. Es ist, also, ich würde ihn vielleicht tatsächlich auch eher so Chai Latte nennen, weil genau so riecht dieser Duft. Du hast wirklich geile würzige Noten drin, du hast eine schöne Teenote mit drin, aber du hast halt auch wirklich diese cremige Milch mit drin. Wenn man das mag, ist das total okay. Für mich wurde es einfach zu viel. Aufgrund dieser Cremigkeit ist es halt natürlich aber auch voll was für Winter. Ich konnte das nur einfach nicht mehr. Also, ich weiß nicht, kennst du das, wenn du einen Duft mehrfach trägst und plötzlich so eine neue Facette an einem Duft entdeckst, die du aber gar nicht magst und die dir vorher nie aufgefallen ist, dann kann ich den Duft nicht mehr tragen.
irgendwie. Dann versaut mir das irgendwie, wenn ich irgendwas habe, was ich an 'nem Duft überhaupt nicht leiden kann. Ja, und so war das leider bei dem Chai. Ansonsten wirklich 'nen toller Duft, hervorragender Chai-Latte-Duft. Unbedingt testen. Wenn du auf der Suche nach 'nem Chai-Latte-Duft bist, unbedingt den von Baruti testen. Den gibt's als Eau de Parfum und als Extrait. Den Unterschied, wie unterschiedlich die riechen, kann ich dir leider nicht sagen. Ich kenne nur das Extrait und das hält halt echt enorm lange und ist sehr potent. Was ist dein liebster Teeduft? Schreib's mir doch gerne mal in die Kommentare und ich hoffe, es waren 'n paar ansprechende, interessante Düfte für dich dabei, die dich dazu inspiriert haben, mal fernab von Boulanger und Imagination zu gucken, falls du bisher nur bei Boulanger und Imagination geguckt hast. Ansonsten danke für die Aufmerksamkeit. Ich würde mich total freuen, wenn dir das Video gefallen hat, du 'nen Daumen nach oben dalässt. Und ansonsten sehen wir uns einfach beim nächsten Mal. Vielen lieben Dank.